Hallo Leute, pünktlich zum Start ins neue Jahr gibt es von mir ein paar leckere Low-Carb-Rezepte und wir beginnen mit Putenspießen. Dafür habe ich mir hier schon mal Gemüse vorbereitet. So, Zucchini schneide ich mir einfach nur ein Stückchen. Ich brauche auch gar nicht die ganze Zucchini. Dann habe ich noch eine Paprika. Davon brauche ich auch nur ein Stück. So, dann schneide ich mir auch in passende Stücke. Dann habe ich noch eine Zwiebel. So, da brauche ich auch nur eine Hälfte im Moment. Die andere Hälfte brauche ich später. Schneide ich auch gleich den Strunk ab. Gut. Damit ist das Gemüse schon mal vorbereitet. Ja. Die Putenbrust habe ich mir auch gerade eben ganz frisch vom Geflügelhof geholt. Ja. Davon brauche ich auch nicht alles. Schneide ich mir jetzt einfach ein paar Würfel von raus. Und daraus mache ich mir jetzt schöne Spieße. Mit was ihr im Gemüse hier anfangt, ist eigentlich egal. Und auch in welcher Reihenfolge und wie viel davon, das ist ganz nach eurem eigenen Geschmack. Ich pieke sie jetzt einfach abwechselnd hier auf meinen Spieß. Und zum Schluss habe ich noch einen Champignon. So. Gut, der bildet dann den Abschluss. Ich habe jetzt hier 3 schöne Spieße und die werde ich mir jetzt in der Pfanne von allen Seiten richtig schön anbraten. Hier hinten habe ich mir übrigens schon mal Naturreis aufgestellt. Der ist zwar jetzt nicht in dem Sinne Low Carb, aber er hat viele Ballaststoffe und dadurch bleiben wir länger satt. Und das hat den Vorteil, dass man eben nicht so schnell auf Süßattacken reinfällt. Die Spieße würze ich mir dann noch ein bisschen. Ihr könnt auch ganz normal Salz und Pfeffer nehmen. Und bis meine Pfanne heiß ist, schneide ich mir schon mal die Zwiebel und den Knoblauch. Die kommen nämlich gleich in die Tomatensauce. Meine Pfanne ist jetzt heiß. Da kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Einmal verteilen. Und da drin brate ich jetzt meine Putenspieße an. Und sobald die dann von allen Seiten schön angebraten sind, kommen sie raus. Und dann kommt alles, was ihr an geschnittenen Sachen habt, die ihr jetzt nicht mit aufgespießt habt, mit in die Pfanne rein. Noch ein bisschen Olivenöl. So. Und das Gemüse brate ich dann auch kurz mit an. Da kommen dann auch gleich meine Zwiebeln und mein Knoblauch mit dazu. Dann gehe ich mit der Hitze runter auf halbe Kraft ungefähr. Und dann kommen Tomaten rein und zwar habe ich da jetzt gewürfelte Tomaten. Ihr könnt aber auch Tomatensauce nehmen, je nachdem, was euch lieber ist. Und jetzt noch würzen, etwas salzen, Pfeffer und noch ein paar Kräuter der Provence. Einmal durchrühren. Dann gehe ich mit der Temperatur noch weiter runter, bei mir jetzt auf Stufe 2. Und dann kommen die Spieße wieder mit rein. Dann Deckel drauf. Und so lasse ich die jetzt für 20 Minuten lang garen. Meine Spieße haben jetzt 20 Minuten vor sich hingeschmort. Die sind fertig. Und dazu habe ich meinen Naturreis. Der ist mittlerweile auch fertig. Da kommt jetzt eben ein Spieß drauf. Und ein bisschen was von meiner Soße. Und damit ist das erste Low Carb Gericht schon fertig. Also ihr habt jetzt da ein richtig leckeres Gericht. Wie gesagt, durch den Naturreis hält er auch lange satt und ihr kriegt nicht so schnell eine Heißhungerattacke. Also ich werde mir jetzt meinen Gemüsespieß genießen und danach geht es mit dem nächsten Video weiter. Und als nächstes Rezept habe ich für euch ein Victoria-Barschfilet auf Sellerie-Möhrenpüree. Dafür habe ich mir hier schon mal einen Sellerie geholt. Der ist jetzt allerdings ein bisschen zu groß für mich. Deswegen schneide ich mir jetzt da einfach nur ein Stück ab.
Dann schäle ich mir den. Und die Schalen kommen nicht weg, denn dafür koche ich mir einen Gemüsefond für das nächste Rezept, aber dazu später mehr. Den Sellerie schneide ich mir dann einfach in Stücke. Der kommt dann in einen anderen Topf. So. Dann habe ich noch Möhren und die Schale, die kommt auch gleich mit zu meinem Fond. Da kommen jetzt auch gleich noch Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und ein paar Pfefferkörner dazu. Und das Ganze fülle ich jetzt mit Wasser auf, dass es knapp bedeckt ist und dann kann das hinten auf dem Herd vor sich hin köcheln. Die Enden von den Möhren schneide ich mir dann auch noch gerade ab. Die kommen auch noch mit zu meinem Fond. Dann schneide ich mir die Möhren auch in Stücke. Nicht zu klein, dass sie nicht zu sehr auslaugen. Dann kommt die auch mit zu meinem Sellerie. Da kommt jetzt noch ein klein wenig Salz dazu. Und da gebe ich jetzt nur ganz wenig Wasser rein, dass der schon fast drin dämpft. Ihr könnt das auch sehr gut im Dämpfer machen, wie zum Beispiel in dem Reiskocher. Da gibt es extra einen Dampfeinsatz. Aber da viele eben keinen Dämpfer haben, mache ich es jetzt im Topf. Dann ist es für euch leicht danach zu machen. So, da kommt jetzt wie gesagt nur ein bisschen Wasser rein. Dann stelle ich es mir auf den Herd und lasse das Ganze einmal aufkochen. Und dann gehe ich runter auf kleinste Stufe, dass es wirklich ganz langsam vor sich hin gart. Mein Gemüse ist gleich fertig. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal um den Victoria-Barsch kümmern. Und zwar hat er hier innen ziemlich in der Mitte noch Gräten. Die schneide ich einmal keilförmig raus. Dann schneide ich ihn mir gerade in Stücke. Gut, und dann lässt es sich nachher auch gleich leichter braten. Dann werde ich mir leicht salzen. Etwas Pfeffer. Und dann kommt noch etwas Senf drauf. Damit bestreiche ich mir den. Dann brauche ich nämlich nachher kein Mehl zum Braten, sondern ich kann das auch ganz einfach mit dem Senf machen. Den verteile ich mir dann gerade. So, von der anderen Seite dann auch noch. Ihr könnt übrigens statt dem Victoria-Barschfilet auch sehr guten Seelachs nehmen oder einen Kabeljau, je nachdem was bei euch gerade im Angebot ist. Dann schalte ich mir schon mal meine Pfanne ein, auf 3/4 Kraft. In der Zwischenzeit mache ich mir noch eine einfache Soße dazu. Und zwar habe ich hier einmal Creme Fraiche, dazu kommt ein bisschen Sojasauce, das sind etwa 2 Esslöffel auf 100 Gramm Creme Fraiche. Und dazu kommt jetzt noch etwas Limettensaft. Einmal verrühren. Und damit ist die Soße dazu auch schon fertig. Also die ist wirklich recht einfach und auch sehr, sehr würzig. Mein Gemüse ist jetzt gar, schalte ich den Herd schon mal aus. Und mein Fond, den habe ich jetzt mittlerweile auch ausgeschaltet, der zieht nur noch. Aber ich habe hier jetzt noch Flüssigkeit mit drin. Die ist viel zu schade zum Wegschütten, aber wenn ich das Gemüse jetzt damit mixe, dann wird es mir nachher zu flüssig, dann ist es nicht Püree ähnlich, sondern mehr Suppen ähnlich. Deswegen muss die Flüssigkeit raus. Das Problem habt ihr nicht, wenn ihr das Ganze im Dampf gart, dann könnt ihr ganz normal das gleich pürieren. Aber ich muss jetzt diese Flüssigkeit eben noch abgießen und die kippe ich hinten in meinen Fond, denn den brauche ich eh noch. Dann lasse ich das Gemüse noch ein klein wenig ausdampfen. Meine Pfanne ist jetzt auch schon heiß. Da kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Und der Victoria-Barsch. Und während der Victoria-Barsch am Braten ist, kümmere ich mich schon mal um mein Püree. Da kommt jetzt noch etwas Butter mit rein und ein kleiner Klecks Sahne. Und das Ganze püriere ich mir jetzt. Im Gegensatz zu einem Kartoffelpüree kann ich bei Gemüse gut mit dem Pürierstab arbeiten, bei Kartoffelpüree eher nicht. Also das Püree ist jetzt gemixt, das hat jetzt eine richtig schöne püreeartige Konsistenz. Da kommt jetzt noch ein klein wenig Muskatnuss mit dran. Salz hatte ich jetzt schon genug dran, da brauche ich keins mehr. Eventuell könnte man jetzt noch ein bisschen Pfeffer dran machen, je nach eigenem Geschmack. Dann den Barsch einmal wenden.
Den Barsch lasse ich so 3,5 Minuten von jeder Seite anbraten und dann soll der innen auch gar sein. Am besten einfach mal nachgucken, anschneiden und dann seht ihr, ob der innen noch glasig oder beziehungsweise roh ist und dann eben entsprechend rausnehmen oder noch ein bisschen garen lassen. Dann geht es auch schon ans Anrichten. So, also ein Klecks oder 2 Kleckse von meinem Püree. Da drauf kommt dann mein Victoria Barsch. So. Die Soße dazu serviere ich extra, aber zum Probieren mache ich mir schon mal einen kleinen Klecks drauf. Und dann testen wir das Ganze mal. So, also gar ist er. Also der Fisch hatte jetzt nach dem Braten schönes zartes Fleisch, ganz angenehm. Das Sellerie-Möhrenpüree hat einen wunderbaren Geschmack, also wirklich sehr lecker. Und dazu noch durch diese Sojasauce und eben den Limettensaft, diese fruchtig frische, also sehr lecker. Probiert es einfach mal aus, ich kann es nur empfehlen. Und zuletzt gibt es jetzt noch ein Gericht für alle, die in diesem Jahr auf Fleisch und Fisch verzichten möchten. Und zwar einen leicht asiatisch angehauchten Linseneintopf. Den Topf heize ich mir schon mal auf 3/4 der Stärke vor. So, dann habe ich schon mal eine Zwiebel. Und noch eine Zehe Knoblauch. Die schneide ich mir auch in Würfel. Dann ist mein Topf auch schon warm. Da kommt jetzt ein Schluck Olivenöl rein. So. Und da schwitze ich jetzt auch gleich meine Zwiebeln und meinen Knoblauch dran an. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gemüse. Das war eine Möhre. So, die schneide ich mir auch in Würfel. Allerdings nicht so kleine Würfel wie die Zwiebel, denn die soll nachher schon noch erkennbar sein. Dann kommt die auch direkt in meinen Topf rein. Dann habe ich hier noch Kohlrabi. Ihr könnt da übrigens an Gemüse reinmachen, was ihr gerade da habt. Ihr könnt auch Staudensellerie mit reinmachen. Ich habe jetzt hier noch von meinem riesen Knollensellerie. Der kommt auch noch mit rein. Von daher, je nachdem, was ihr da habt, was euch schmeckt, rein damit. Der Kohlrabi kommt auch direkt mit dazu. Dann eben noch der Sellerie. Der kommt auch direkt mit rein. Dann salze ich mir das Ganze gleich. Und für alle, die jetzt erschrecken, Salz und Linsen. Dadurch kann sich die Garzeit ein bisschen verlängern. Aber so schmeckt mein Gemüse nachher. Denn wenn ich das erst nachher würze, dann wird das Salz nicht mehr ganz aufgenommen. Deswegen würze ich das eben jetzt schon. Und dann noch etwas Pfeffer. Und dann habe ich hier Pardina-Linsen. Die brauchen zwischen 20 und 40 Minuten laut Packungsanweisung. Und die kommen jetzt damit rein. Ungefähr die halbe Packung habe ich jetzt drin. Diese Pardina-Linsen sollen einen kräftigeren Geschmack haben. Ich hatte die bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich werde sie halt mal testen. Ihr könnt das aber auch ganz gut mit anderen Linsen machen, je nachdem, was ihr da habt oder was euch schmeckt. Nachdem das Ganze jetzt ein bisschen angeschwitzt ist, kommt mein Gemüsefond dazu, den ich mir eben vorhin angesetzt hatte. Der ist dafür natürlich optimal geeignet. So. Und für die Linsen brauche ich die 3-fache Menge an Flüssigkeit. Und da kommt mein Fond jetzt genau hin. Jetzt gehe ich mit der Hitze ein bisschen höher, dass das Ganze jetzt einmal aufkocht. Dann habe ich hier noch einen Lauch. Den schneide ich mir auch noch mit rein. Da kommt jetzt noch ein Schuss Sojasauce mit dazu. Die Linsen fangen gerade an zu kochen. Da gehe ich jetzt mit der Temperatur runter auf kleinere Stufe, sodass die nur noch ganz leicht vor sich hin köcheln und so eben garen können. Hier habe ich jetzt noch Champignons, die werden einfach nur geviertelt. Die brate ich mir nachher in der Pfanne noch an und die kommen als Garnitur sozusagen oben drauf oder wer möchte als Fleischersatz. Meine Linsen haben jetzt 30 Minuten gekocht, die sind gleich fertig und jetzt geht es an die Champignons. Dafür nehme ich ein bisschen Öl. Und da drin brate ich die Champignons an. Wenn ihr es übrigens nicht vegan haben wollt, sondern vegetarisch, dann könnt ihr stattdessen auch Butterschmalz nehmen und die Champignons da drin anbraten. In meinem Fall wird es jetzt ein veganes Gericht.
zwischendurch die Champignons mal wenden, aber noch nicht würzen, dass die eben kein Wasser ziehen und so kann ich sie halt besser anbraten. Die Champignons sind jetzt angebraten, dann drehe ich die Hitze jetzt aus und dann werden sie auch gleich gewürzt. Etwas salzen und etwas pfeffern. Dann kommt noch ein klein wenig Rosmarin dazu. Und falls es nicht so wichtig ist, ob es vegan ist oder vegetarisch, könnt ihr da auch noch ein bisschen Kräuterbutter mit reinmachen. Schmeckt auch sehr lecker. Dann stelle ich die Champignons schon mal von der Hitze runter. Dann habe ich hier noch rote Thai-Curry-Paste. Die kommt noch hier mit zu meinen Linsen dazu. Ja, das ist nach eigenem Geschmack. Ich mache mir da jetzt so einen Kaffeelöffel rein. Aber je nachdem, wie würzig ihr es haben wollt, könnt ihr dann entsprechend selber dosieren. Dann noch probieren. Das schmeckt sehr lecker, versprochen. Also die Linsen, die haben einen sehr intensiven, kräftigen Geschmack und das passt ganz gut in zu dieser Thai-Curry-Paste. Und ich muss sagen, probiert es mal aus, das ist wirklich lecker und man vermisst auch kein Fleisch. Und jetzt geht es ans Anrichten. Ein Löffel davon und noch ein paar von den gebratenen Champignons drauf. Und damit ist mein veganer Linseneintopf, asiatische Art, auch schon fertig. Ihr könnt ihn natürlich auch, wenn ihr jetzt unbedingt Fleisch haben wollt, da noch Würstchen dazu machen oder so. Das bleibt ganz euch überlassen. So, damit sind wir am Ende der 3 Low Carb Rezepte. Schreibt mir am besten in die Kommentare, welches euch am besten gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch noch alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Viel Spaß beim Kochen!